himmlischer Vater, Thank you again for this new day. wir danken dir ein weiteres Mal für diesen neuen Tag. We thank you for the word we can study now. Wir danken auch für das Wort, was wir studieren können. Lord, I pray that you open more eyes and minds that we can behold these things. Und ich bete, dass du unsere Augen und unseren Verstand öffnest, dass wir diese Dinge sehen können. Help us to grasp these things so that they can take root in our hearts. Hilf uns, dass wir diese Dinge ergreifen können, dass sie auch Wurzel in unseren Herzen schlagen können. Help that it becomes a reality in our life. Und dass diese Dinge eine Realität in unserem Leben werden. And that we may follow you step by step. Und dass wir dir Schritt für Schritt folgen. I pray that you hide your word in our hearts, that we may not sin against you. Und ich bete, dass du dein Wort in unserem Herzen verbirgst, dass wir nicht gegen dich sündigen. We finally wake up out of our sleepy condition. Und dass wir letztendlich aus unserem schlummrigen Zustand aufwachen mögen. And that we may become true Christians. Und dass wir wahre Christen werden. Pray for your blessing for Brother Mark and Brother Lawrence, Bitte um deinen Segen für Bruder Mark und Bruder Lorenz, all those who are watching, für all diejenigen, die zuschauen and also for us here. und auch für uns hier. And we thank you for this in Jesus' name. Wir danken dafür in Jesu Namen. Amen. Okay, good morning, everybody. Morgen alle zusammen. If we begin this morning just by going to the live stream, there's a quote in there. Wir werden heute Morgen mit dem Zitat hier in der Livestream-Gruppe beginnen, das ich gepostet habe. Everybody there? Jeder da? It says, as God called the children of Israel out of Egypt, that they might keep his Sabbath, so he calls his people out of Babylon, that they may not worship the beast nor his image. The man of sin who thought to change times and laws has exalted himself above God by presenting this spurious Sabbath to the world. The Christian world has accepted this child of the papacy and cradled and nourished it, thus defying God by removing his memorial and setting up a rival Sabbath. Okay, so the whole Bible testimony is speaking about this point. Also das gesamte biblische Zeugnis spricht über diesen Punkt hier. I mean, the whole Bible is about this true worship and false worship. Die gesamte Bibel, die spricht ja von dieser wahren Anbetung und dieser falschen Anbetung. Okay, so all the stories of the Bible, they're all basically predicting this event that's going to culminate in our time. Die gesamten Geschichten der Bibel sagen letztendlich dieses Ereignis hier voraus in unserer Zeit, was sich dann letztendlich hier sozusagen zum Höhepunkt kommen wird. Okay, so basically she takes this quote and she parallels this coming out of Babylon to coming out of Egypt, right? Also sie nimmt dieses Zitat und setzt das aus Babylon herauskommen mit aus Ägypten herauskommen gleich. Okay, so when we go through the scriptures and we see this, right, we know at least what it's referring to. Und wenn wir also durch die Schriften gehen und das dann sehen, dann wissen wir zumindest, worauf es sich bezieht. Okay, so I want to bring a few different stories in the book of Genesis together this morning. Und ich möchte ein paar Geschichten aus dem Buch Genesis, aus dem ersten Buch Mose zusammenbringen. Okay, and we briefly looked at some of this a couple of weeks ago. Und das haben wir uns schon vor ein paar Wochen so oberflächlich mal ein bisschen angeschaut gehabt. Okay, let's go to Genesis chapter 11 Gehen wir jetzt zu 1. Mose 11. and verse 27. 1. Mose 11, Vers 27. And this story is about Abraham, who all the promises go back to. Und diese Geschichte hier ist hier auch über Abraham, wo alle Geschichten letztendlich darauf zurückverweisen. Okay, we know that the great test
is about the test of the promises, right? Und wir wissen, dass dieser große Test ja letztendlich um einen Test dieser Verheißung geht. Okay, so just before we read that, I just want to remind you of a point. Go to Hebrews chapter 11. Bevor wir das lesen, möchte ich euch an einen Punkt erinnern. Gehen wir zu Hebräer 11. Haltet den Finger hier. Verse 1. Hebräer 11, Vers 1. It says, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Okay, so we've been speaking about this recently, that faith is nurtured or brought around in your heart through evidence, right? Das haben wir uns vor kurzem angeschaut gehabt oder darüber gesprochen gehabt, dass letztendlich der Glaube durch Beweise in deinem Herzen genährt wird. Okay, that evidence comes from God's word. Und diese Beweise, die kommen aus Gottes Wort. It comes from the God who knows the end by the beginning, right? Sie kommen von dem Gott, der das Ende schon vom Anfang weiß. And there's no new thing at the end of the world. Und es gibt nichts Neues hier am Ende der Welt. So all the evidence for these things coming to pass, though they've not manifested themselves yet, Also die ganzen Beweise, die hier am Ende der Welt stattfinden werden, auch wenn sie sich noch nicht manifestiert haben sollten, are all written in these stories from the past, right? sind alle in den Geschichten der Vergangenheit niedergeschrieben worden. So this evidences that the Lord gives us through these stories is what we base our faith upon. Und die Beweise, die also Gott uns in diesen Geschichten gibt, darauf basieren wir unseren Glauben. Because the test is, do you really believe, right? Denn der Test ist ja dann letztendlich, glaubst du das wirklich? That's what it's all about. Do we believe God or do we believe our evil heart? Darum geht es ja immer. Glauben wir Gott oder glauben wir unserem bösen Herzen? Okay, so let's go to Genesis 11, verse 27. Let's begin now. Gehen wir zu 1. Mose 11, Vers 27. It says, "Now these are the generations of Terah. Terah begat Abram, Nahor, and Haran. And Haran begat Lot. And Haran died before his father Terah in the land of his nativity in Ur of the Chaldees." So where's the land of the nativity of Abram? Also wo ist das Geburtsland Abrams? It's Babylon, right? Das ist Babylon, The Chaldea. land of the Chaldees, right? It says, "And Abraham and Nahor took them wives. The name of Abram's wife was Sarai, and the name of Nahor's wife Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah. But Sarai was barren, she had no child. And Terah took Abraham his son, and Lot the son of Haran, his son, and Sarai his daughter-in-law, and his son Abraham's wife, and they went forth with them from Ur of the Chaldees to go into the land of Canaan." So what do we see here? Das Vers 31, was sehen wir hier? They're coming out of Babylon, and where are they going to? Sie kommen aus Babylon raus und wohin gehen sie? To the promised land, right? Nach Kanaan, ins verheißene Land. Okay. And they came to Haran and dwelt there. So they didn't get to the promised land yet. They get to this place called Haran and they dwell there. Also sie sind noch nicht direkt ins verheißene Land gekommen, sondern erstmal jetzt nach Haran und haben dort noch kurz gewohnt. And the days of Terah were 205 years, and Terah died in Haran. Okay, now go to chapter 12, Jetzt gehen wir zu Kapitel 12, verse 1. Vers 1. "Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country." So what's the Lord telling him? Was hat der Herr Abraham gesagt? Get out of Babylon, right? Komm aus Babylon raus. Come out of Babylon. Komm aus Babylon raus. "Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. I will bless them that bless thee, and curse them that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed." Now, Christ says,
when he's talking to the Samaritan woman, he says, salvation is of the Jews. Als Christus zur samaritischen Frau gesprochen hat, hat er gesagt, das Heil kommt von den Juden. Right? And he wasn't talking about the fleshly or the literal nation of the Jewish people. Und er hat da aber nicht über diese fleischliche oder buchstäbliche jüdische Nation gesprochen. Because it says, for he's not a Jew that's one outwardly, neither is he that's one in the flesh, but he is one that's one inwardly. That circumcision is not of the flesh, but of the heart. Paulus sagt ja in Römer 2, nicht der ist ein Jude, der es äußerlich im Fleisch ist, sondern derjenige, der es inwendig ist, der das Herz beschnitten hat. Okay, so this is this same promise, right? Das ist dieselbe Verheißung hier. It's a promise that those that curse you, the Lord is going to curse, but those that bless you, He's going to bless, right? Die Verheißung ist hier, dass diejenigen, die dich verfluchen, die sollen auch verflucht werden. Diejenigen, die dich aber segnen, die werden auch gesegnet werden. Okay, and He's not a respecter of persons. Gott schaut die Person nicht an. So this is speaking about the people who heed His warning and come out of Babylon. He's going to bless them, right? And the whole nation is going to bless them, and those that don't bless them, He's going to curse them, right? Und das spricht also über diejenigen, die aus Babylon rauskommen, die wird der Herr segnen und alle anderen, die sie segnen, werden auch gesegnet werden. Aber diejenigen, die sie verfluchen, die werden verflucht werden. Okay, so we need to understand what it means to come out of Babylon, right? Und wir müssen verstehen, was es bedeutet, aus Babylon rauszukommen. Right? Richtig? Yes? No? Okay. Mhm. Okay, in verse 4. Vers 4. So Abram departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him, and Abram was 75 years old when he departed out of Haran. And Abram took Sarai his wife, and Lot his brother's son, and all their substance that they had gathered, and the souls that they had gotten in Haran, and they went forth to go into the land of Canaan, and into the land of Canaan they came. And Abraham passed through the land unto the place of Sichem, unto the plain of Moreh, and the Canaanite was then in the land. And the Lord appeared unto Abram and said, Unto thy seed will I give this land. And there he builded an altar unto the Lord who appeared unto him. So what do we see? Bis Vers 7. Was sehen wir hier? We see the appearance, right? Wir sehen hier diese Erscheinung. And what's he doing? Und was tut er? He builds an altar, right? Er baut hier diesen Altar. Okay, so we know that this right here is the appearance, right? Und wir wissen, dass hier am 5. Tag des 4. Monats diese Erscheinung markiert ist. And we also know what is the work that's to be done in this time period. Wir verstehen auch, was ist das Werk, was in dieser Zeit hier getan werden muss. Yeah, the temple has been built, right? Der Tempel wird dort aufgebaut. And we know that this altar, how do we know the altar's a type of the temple? Wie können wir wissen, dass der Altar ein Typus für den Tempel ist? Don't you tell. Let them think about it. What about the 12 stones? 12 stones are also in the city, and it's also in the ephod. It's all the type of the temple. It's all the type of the human heart. Right, and Also der Altar, den Elia aufgebaut hat, war ja mit 12 Steinen und das ist ein Typus für den Tempel und diese Steine, die ja im Tempel waren, auf dieser Brustplatte, ist ein Symbol für das menschliche Herz. the altar's 4 square. Und der Altar ist ja auch viereckig. So it's the city 4 square. Das ist die Stadt, die viereckig ist. Okay, so they're all a symbol of this true worship. Sie stellen alle diese wahre Anbetung symbolisch dar. Okay, verse 8. Vers 8. And he removed from thence unto a mountain on the east of Bethel, and pitched his tent, having Bethel on the west, and Hai on the east, and there he builded an altar. What do we see? Und was sehen wir jetzt hier? Vers 8.
What does Bethel mean? Was bedeutet Bethel? House of the Lord. So what do we see? Das Haus des Brotes. House of the Lord on the west and something else on the east. Das Haus No, you're missing the point. des Brotes am Westen und das andere im Osten, aber wir verpassen hier den Punkt. It's like the sanctuary, it's like the house of the Lord where he lives. It's the most holy places in the west and holy places in the east. It says, he removed from thence unto a mountain on the east of Bethel, and pitched his tent, having Bethel in the west, Hai in the east, and there builded he an altar unto the Lord, and called upon the name of the Lord. Right? So, where is Abraham? Wo befindet sich Physically. Physisch gesehen. He's between Bethel and Hai, right? Er ist zwischen Bethel und Hai. And what does he do between Okay. Bethel and Hai? Und was tut er zwischen den beiden Orten? Built an altar, Er right? baut einen Altar auf. So just think of the sanctuary. Where is the altar situated? Denkt dann an das Heiligtum. Wo ist der Altar platziert? There's no courtyard mentioned here, so it's got something to do with what I'm talking about. What is the relationship we see here? Was ist der Bezug hier? Where is the altar situated? Wo ist der Altar platziert im Heiligtum? Basierend jetzt im It's to Gedanken. the east of the house of God, right? Ist ostwärts zum Haus Gottes. Okay, so it's already showing us the same layers, right? You've got the house of God to the west, and to the east of that he sets up an altar. It's exactly the same as you see in the temple. Right? Also du hast westwärts das Haus Gottes und ostwärts des Hauses Gottes baut er diesen Tempel auf. Es ist genau dasselbe wie im der Heiligtum. Right? Den Altar baut er auf. Also es ist genau dasselbe wie im Tempelgebäude. And if you were to look up the word Hai, it means a desert place, a dry place, right? So Und wenn man das Wort Hai oder Hai oder wie man das auch immer im Deutschen Ei steht da? Ja. Also wie auch immer dieser Ort da in Deutsch auszusprechen ist, dort, what did you say? Das ist ein vertrockneter Ort. okay, so it's like he's between the house of God and this dry place. It's where he's making the altar. This is the place where you sort of come from the world and become into God's house, right? Also es steht also zwischen Gottes Haus und diesem vertrockneten Ort, und das ist wie wenn du aus der Welt kommst, dann bist du genau in dieser selben Position. So how do you come out of Babylon? Und wie kommst du also aus Babylon? I made this point, you've got to come out of Babylon in order to receive all those blessings. How do you come out of Babylon? The answer's right there. Also wir haben ja den Punkt gemacht, du musst aus Babylon rauskommen, um all die Segnungen zu erhalten. Und wie kommen wir aus Babylon raus? Die Antwort ist hier, was wir gelesen haben. What does the altar represent? Was stellt der Altar The dar? what, sorry? Sacrifice. Okay, so what does it represent? What's the sacrifice? You are the sacrifice. Also der Altar stellt das Opfer dar, und was stellt das Opfer dar? Well, that's true, but you've got to go to the cross, right? Also du musst dieses Opfer werden, aber was bedeutet das? Du musst ans Kreuz gehen. Christ says, pick up your cross and follow me, right? Christus sagt ja, nehmt das Kreuz auf euch und folgt mir nach. So in order to receive this blessing, you've got to go to the cross. This is how you come out of Babylon. Also damit du diesen Segen erhalten kannst, musst du ans Kreuz gehen. So kommst du aus Babylon raus. Right? Richtig? But if we don't go to the cross, we're going to die as much a Babylonian as we were before we came to knowledge of Denn wenn wir nicht God, ans right? Kreuz gehen, dann werden wir genauso wie ein Babylonier sterben, als wenn wir gar nicht erst versuchen rauszukommen. Okay, in verse 9. Vers 9. It says, And Abram journeyed, going on still toward the south. And there was a famine in the land, and Abram went down into Egypt to sojourn there, for the famine was grievous in the land. Okay, so where's Abram gone into? Wohin geht Abraham? Where's Egypt? Nach Ägypten. Wo ist Ägypten? Sorry? No, it says it right there. Sagt das hier. It's south, right? Das ist südwärts, I mean, richtig? the word Egypt means south. Das Wort Ägypten kann Süden bedeuten.
Okay, so there's a famine in the land. What do we understand the famine represents? Was verstehen wir? Was stellt diese Hungersnot dar? God's sealed up. The time of trouble, right? Das ist eine Zeit der Trübsal. Okay, the 1260. Das ist die 1260. So it's already teaching us something when you're going into Egypt, right? It's marking this time of trouble. Lehrt uns hier etwas, dass wenn du nach Ägypten gehst, dann markiert es diese Zeit der Trübsal. Okay, verse 11. Vers 11. And it came to pass when he was come near to enter into Egypt that he said unto Sarah his wife, Behold now, I know that thou art a fair woman to look upon. Therefore it shall come to pass when the Egyptians shall see thee, that they shall say, This is his wife, and they will kill me. So, what is Abraham Das ist Vers 12. facing? Und womit kommt Abraham jetzt ins Angesicht? Persecution. Mit dem Tod. He's coming face to death. He's feeling that he's coming face to face with death, right? Also er merkt, dass er mit dem Tod ins Angesicht kommen würde. Okay, so I don't know about you, but Abraham began the journey here. He comes out of Babylon, he goes into the land, and now he's going back into Egypt, right? Also in der Geschichte hier, Abraham kam ja aus Babylon raus, kam ins Land und jetzt geht er wieder zurück nach Ägypten. Right? What do we see? Was sehen wir hier? All right, two times of trouble, but Zwei Zeiten der Trübsal. okay, and I agree. But what Yeah. else do we see? Das ist richtig, aber was sehen wir sonst noch? Yes, but what quote did we read right at the beginning? Welches Zitat haben wir direkt am Anfang gelesen? Okay, yes, coming out of Babylon, coming out of Egypt, it's the same thing. But Aus Babylon und aus Ägypten rauszukommen ist dasselbe, das haben wir gelesen. when we've done these, when we've done the reform lines, for instance, right? Also wenn wir uns die Reformlinien angeschaut haben. What's Greece a symbol of? Wofür steht Griechenland symbolisch gesehen? And the world is Egypt, right? Für die Welt und die Welt ist Ägypten. Okay, and we've, for instance, when you the Sunday law, the first Sunday law you come to is marked by Babylon, right, by the head of gold. Zum Beispiel das erste Sonntagsgesetz ist ja durch Babylon markiert, den Kopf aus Gold. So and we've made this point before. It's like the first Sunday law is Egypt, but the second Sunday law, first Sunday law is Babylon. The second Sunday law is Egypt. Wir haben den Punkt ja schon mal erwähnt gehabt, dass das erste Sonntagsgesetz Babylon ist und das zweite Ägypten. Right? Richtig? We're making this point because we were seeing that the first one's like under the north, but the second one, I don't know how to explain it, but it's just because she takes Pharaoh, that's marking the second Sunday law, and she marks it to this war between the north and the south, right? Also es ist so, als ob das erste Sonntagsgesetz unter dem Norden ist und ich weiß dann aber noch nicht genau, wie ich das jetzt alles erklären soll, dass sie ja dann Pharao nimmt und sie vergleicht das dann mit dem Kampf zwischen Nord und Süd. Okay, and Pharaoh in that sense is the south, which represents communism, right? Und Pharao in diesem Sinne ist der Süden, welcher Kommunismus darstellt. Right? Richtig? All look at me with blank faces. I don't know the answer to that. I'm just asking. We see the same thing. He comes out of Babylon and he has a time of peace and he goes into Egypt, right? There's something there that we have to recognize from Also that, right? ich kann euch auch noch nicht die endgültige Antwort darauf geben, aber wir können auf jeden Fall hier dasselbe sehen, dass Abraham erstmal aus Babylon kommt und ist im Land für diese kleine Zeit des Friedens und dann geht er wieder zurück nach Ägypten. Right? Richtig? Man shall not live by bread alone, but by every word, Der Mensch right? lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, So das von Gott kommt. there's definitely something that we have to see in that, and I don't surely profess to understand that. Also da gibt es auf jeden Fall etwas, was wir daraus lernen sollen. Ich gebe noch nicht vor, das wirklich völlig verstanden zu haben. He didn't want to go to Egypt because of something he wanted to have. He did go because of the famine. Yeah, but what's you
I don't know what point you're I mean, making. the going back to Egypt is in connection to going back to the world, something we would like to see again, we would like to have again. But that was not the reason as it is stated here. No, I'm not I don't suggesting. know what this means, I just want to take it. Christoph wollte auch einen Punkt machen, dass Abraham hier nicht nach Ägypten zurückgeht, in dem Sinne, dass er in die Welt zurückgeht, weil er da irgendwie was von der Welt haben will, Abraham's a Sondern- symbol. sondern dass es eher nach Ägypten geht wegen dieser Hungersnot. It's got nothing to do with what Abraham wanted or didn't want. This is just symbolic. It's showing us that this is the experience of God's people. They will come out of Babylon and they will go into Egypt, right? Also letztendlich müssen wir aber verstehen, dass Abraham einfach nur ein Symbol für Gottes Volk ist und dass das ihre Erfahrung hier beschreibt. Sie werden aus Babylon rauskommen, ins Land gehen und dann wieder zurück nach Ägypten gehen müssen. Okay, let me give you an example, right? Lasst mich euch ein Beispiel geben. 2 reform lines, right? 2 Reformlinien. Moses Die Reformlinie von Mose and Christ, und right? von Christus. Moses is in where? Mose befindet sich wo? Egypt, right? In Ägypten. What about Christ? Was ist mit Christus? In Rome, right? Christus ist in Rom. So there's some correlation between Rome and Egypt. Da gibt es also einen Zusammenhang zwischen Ägypten und Rom. Because the other 2 reform lines is spiritual Babylon and literal Babylon. Die anderen 2 Reformlinien sprechen über das buchstäbliche Babylon und das geistliche Babylon. Okay, so there was 2 destructions of Jerusalem. Who were they by? Und es gab diese 2 Zerstörungen Jerusalems und wer hat Jerusalem zerstört? Okay, Babylon and Rome. Right? Babylon und Rom. So already you're seeing there's some correlation there between, because what's the 2 we're seeing here? Da kann man sofort einen Zusammenhang sehen, denn was sind die 2 Mächte, die hier beschrieben sind? Babylon and Egypt. Babylon Right. und Ägypten. So Babylon and Egypt, Babylon and Rome, they're the same thing, right? Babylon und Ägypten und Babylon und Rom, das ist dasselbe. So Christ is the pattern man. We are to go through the Bible and we are to see these patterns, right? Christus ist der Mann der Muster, wir müssen durch die Bibel gehen und diese Muster immer wieder entdecken. Right? Richtig? Everybody's always asking, oh, how do you study the Bible? I don't get it. I don't know what I'm looking for. And all the time, we're showing how you've got to do it, how you've got to look at it, but it doesn't matter. Also viele Leute kommen ja und sagen, ja, wie soll ich die Bibel studieren? Wonach muss ich Ausschau halten? Und letztendlich das ist, wie wir es zu tun haben. Okay, so when you're going through it, you've got to look at these points. You've got to take these points out and place them on a line. Think, okay, what does that mean for me? Das Right? ist, was du tun musst. Du musst diese Symbole nehmen, du musst sie auf die Linie platzieren und dann fragen, was bedeutet das für mich? Okay, so but in this sense, where do you come face to face with death? In diesem Sinne, wie kommen wir mit dem Tod ins Angesicht? Oder On the line. Where do you Wo come auf der face to Linie? face with death? Okay, the midnight. am cry. Mitternachtsruf. So somehow you're seeing this Babylon. Egypt, right? Also wir können ja aus der Geschichte halt dieses Muster hier sehen. Erst Babylon und dann geht er wieder nach Ägypten und da kommt er mit dem Tod ins Angesicht. Okay, so I don't know which level this is shown at, but we know that the death decree is right there. Also ich weiß jetzt nicht genau, auf welchem Fraktal diese Geschichte hier von Abraham jetzt anzuwenden ist, aber wir wissen, dass am Mitternachtsruf das Todesdekret markiert ist. But the only way to understand these is to take them out of their setting, place them on the line, right, and bring all the other stories together, and this is how we will Die understand. einzige Art und Weise, wie wir das also verstehen können, ist, wir müssen die Geschichten nehmen aus in dem Zusammenhang und dann jetzt auf die Linie platzieren und das ist die einzige Art und Weise, wie wir das verstehen können. Okay, go to verse 13.
Gehen wir zu Vers 13. It says, Say, I pray thee, thou art my sister, that it may be well with me for thy sake, and thou shalt live because of thee. And it came to pass that when Abraham was come into Egypt, the Egyptians beheld the woman that she was very fair. What are the Egyptians doing? Was machen die Ägypter hier? Das ist Vers 14. So what are they doing? That's what it says. Sie schauen sie an. The Egyptians are not. Why you use that term? I don't know, because you've got one. No, I'm just asking. Why do you use the term investigate? Do the Egyptians investigate you? Also untersuchen dich die Ägypter. No. Okay, but so what are they doing then? What takes place? What Nein, takes place aber at this was tun point? sie dann? Was findet hier in diesem Wort hier statt? Also The in diesem midnight Punkt. cry. What's revealed? Mitternachtsruf. Was wird offenbart? Character, Der right? Charakter. So it says here, right? The Egyptians beheld the woman that she was very fair. So what are they recognizing about her? Was erkennen sie über hier Sarah? The what? Sorry. Yes, they're very fair. If you go to Sie Esther, sehen, dass ihr Charakter wunderschön ist. go to Esther chapter 2. Also geistlich gesehen. Dann gehen wir zu Esther Kapitel 2. Esther 2 And verse 1. und dann Vers 1. We will come back to Genesis 12, so just. Wir kommen gleich zurück zu 1. Mose 12. Esther 2, It says, verse 1. Vers 1. After these things, when the wrath of King Ahasuerus was appeased, he remembered Vashti and what she had done, and what was decreed against her. Then said the king's servants that ministered unto him, Let there be fair young virgins sought for the king. So what's to be sought for? Wonach soll hier gesucht werden? Das ist Vers 2. Okay, what sort of virgins? Jungfrauen, aber was für Jungfrauen? Okay, fair young virgins. Schöne Jungfrauen. Okay, we're to pay attention to the details, right? Wir müssen auf die Details Acht geben. And just go to a second witness, go to Song of Solomon, Gehen wir zu einem zweiten Zeugen dafür, das Hohe Lied von Salomo. in chapter 4. Und dann Kapitel 4. Hohe Lied, Kapitel 4. And this is Solomon, you know, he is this allegory, but he's Nach Prediger. speaking about his bride, his wife. Also das ist Salomo, der hier spricht, und er spricht jetzt hier über seine Braut. In chapter 4 and verse 7. Kapitel 4, Vers 7. Und Salomon schattet Christus raus. It says, Thou art all fair, my love, there is no spot in thee. What does she represent? Was stellt sie dar? What does it say about her? Was sagt es über sie? She's perfect, right? She has perfect character, right? Sie ist ohne Makel, sie hat diesen vollkommenen Charakter. So, but it tells you what fair means, right? Aber es sagt uns jetzt hier, was schön bedeutet. Okay? Thou art all fair, my love, there is no spot in thee. So, a fair virgin, right? This is what the Lord was, he was looking for fair virgins, right? So he gathers these people and then he puts them, examines them, and sees whether they are fair or not, right? Das ist ja, was der Herr tut. Er hat diese schönen Jungfrauen gesammelt und hat sie dann untersucht, um zu gucken, ob sie wirklich schön sind. It's not only fair, it's not only schön in German, it's also pure. Can be translated as pure. Okay, but we have to be careful. We're not looking, and I'm not disagreeing with you, what your assumption is, but the Bible is the one that determines, right? If we start going into I mean, sometimes you need the Hebrew. For instance, the word wine, right? It can be same word in two different places, but one means alcoholic and one doesn't. So for that purpose, it helps you to understand. But the Bible really interprets itself. The Bible is the one that interprets what the word fair means, right? Also wir müssen immer die Bibel sich selbst auslegen lassen, was diese Worte dann bedeuten.
Also manchmal ist es gut, ins Hebräische zum Beispiel zu gehen, wenn es, was weiß ich, über die verschiedenen Arten von Wein da spricht, wenn das einfach nur als Wein übersetzt wird. Aber hier müssen wir einfach mehr in der Bibel sich selbst auslegen lassen, was dieses Wort fair oder schön bedeutet. If we look close enough, we will always find the Bible will explain itself, right? Die Bibel wird sich immer selbst erklären. Okay, so so the Egyptians are looking upon. Go back to Genesis 12. The Egyptians are looking upon Abraham's wife that she's fair, Wenn wir right? zurückgehen zu 1. Mose 12. Wir sehen, dass die Ägypter auf Sarah blicken und sehen, dass sie wunderschön ist. So she represents the church that's demonstrating a righteous character, right? Sie stellt jetzt die Gemeinde dar, die jetzt einen gerechten Charakter demonstriert. Okay, it's like Esther when she went in. You know, when she went in before the king, she demonstrated that she had a righteous character. Genau wie Esther, als sie vor den König kam, hat sie demonstriert, dass sie einen gerechten Charakter hat. Okay, now Genesis 12 verse 15. 1. Mose 12, Vers 15. It says, the princes also of Pharaoh saw her and commended her before Pharaoh, and the woman was taken into Pharaoh's house. Right? Just like Esther. Genau wie Esther. Right? Esther was taken into Ahasuerus' house. Right? Esther ist ja auch in Ahasveros Haus aufgenommen worden. And he entreated Abram well for her sake, that he had sheep and oxen and asses and menservant and maidservant and she-asses and camels. And the Lord plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai, Abram's wife. What do we see now? Was sehen wir jetzt hier? Right. So it's Diese just Frau erhält jetzt die Plagen. you get my point. The Lord's already wanting us to show us something, that this Pharaoh is an illustration of the same Pharaoh in Exodus who's been plagued, right? Wir sehen ja, der Herr möchte uns zeigen, dass dieser Pharao hier derselbe Pharao ist wie in 2. Mose, der dann die Plagen erhält. Right. So verse 18. Vers 18. And Pharaoh called Abram and said, what is this that thou hast done unto me? Why didst thou not tell me that she was thy wife? Why saidst thou, she is my sister, so I might have taken her to me to wife? Now therefore, behold thy wife, take her and go thy way. So what's Pharaoh doing to Abram now? Vers 19. Was macht Abraham jetzt hier mit Pharao? Was macht der Pharao mit Abraham? Get out of Egypt, Er right? sagt, geh aus Ägypten raus. Okay. Sendet ihn weg. Pharaoh commanded his men concerning him, they sent him away and his wife and all that he had. So Bis Vers 20. this story is like a promise to us, right? Diese Geschichte ist wie eine Verheißung für uns. That if we go to the cross, right, and Dass wenn wir ans Kreuz gehen, when it comes to our test like that, this is what if we are fair like his wife was, then the Lord will entreat on our behalf, and he will plague the Egyptians to have us released. dass wenn wir schön sind, wie Abrahams Frau war, dann wird der Herr letztendlich Pharao plagen und ihn dazu bringen, dass er uns freilassen wird. But the only way that's going to happen is if you go to the cross, Die einzige Art und Weise, wie das passieren kann, ist, dass wenn wir ans Kreuz gehen. right? Richtig? Okay. So go now to. Well, we've already made this point, right? But you can see it there. Just go to Exodus 12. Just keep your place in Genesis. Go to Exodus 12, Gehen wir in 1. verse Mose, 31. gehen wir zu 2. Mose 12, Vers 31. Because what we saw in Genesis there is Pharaoh calls Abraham and he tells him to get out of Egypt. Was wir in der Geschichte sehen konnten, dass Pharao hat den Abraham gerufen und hat gesagt, geh aus Ägypten raus. Okay? And in Exodus 12, verse 31, 2. Mose 12, Vers 31 sagt es. right? And remember, Exodus 12 is about the Passover, Und denkt dran, 2. Mose 12 handelt ja von dem Passafest. right? And the Passover is all about the cross. Und das Passa, das ist ja das Kreuz. It's about you having the seal of God, right? Es handelt davon, das Siegel Gottes zu erhalten.
It's whether you've settled into the truth intellectually, spiritually, that you can't be moved. Davon, dass ob du in der Wahrheit intellektuell als auch geistlich gegründet worden bist, sodass du nicht mehr bewegt werden kannst. Okay, right. It says, so in verse 31 it says, and he called for Moses and Aaron by night and said, rise up, get you forth from among my people, both ye and the children of Israel, and go serve the Lord as ye have said. Also take your flocks and your herds. So when he gets out of Egypt, what does he take with him? Wenn er aus Ägypten rausgeht, was nimmt er mit sich? The flocks and herds, right? Die ganzen Herden und Herden. So go back to Genesis chapter 13. Wir werden zurück zu 1. Mose und jetzt Kapitel 13. It says, and Abram went up out of Egypt, he and his wife, and all that he had, and Lot with him, into the south. And Abram was very rich in cattle, in silver, and in gold. And he went on his journey from the south even to Bethel, unto the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and here, unto the place of the altar which he had made there at the first. And there Abram called on the name of the Lord. And Lot also, which went with Abram, had flocks and herds and tents. So when he comes out of Egypt here, it's manifested that they had great flocks and herds and gold and Vers silver. 5 gelesen, also als sie aus Ägypten herauskommen, hatten sie dann viel Herden und Gold und Silber und Zelte und all solche Sachen. Okay, but in verse 6, Aber dann Vers 6. it says, and the land was not able to bear them, that they might dwell together, for their substance was great, so that they could not dwell together. So what had been fulfilled there? Das hat sich hier erfüllt. What did Vers the 6. Lord promise to Abraham? Was hat der Herr dem Abraham versprochen? That he would bless them, they would become a mighty nation. Dass er sie segnen würde und dass sie eine mächtige Nation werden würden. So it says that their substance is so great here, the land can't bear them, right? Also ihr Hab und Gut ist so viel, dass das Land das gar nicht mehr aushalten kann. Okay, and that's a promise to us, right? Das ist eine Verheißung, die uns gegeben ist. If we go to the cross and come out of Babylon, this will be our promise. Wenn wir ans Kreuz gehen und aus Babylon rauskommen, dann ist das unsere Verheißung. Okay, verse 7. Vers 7. And there was a strife between the herdmen of Abraham's cattle and the herdmen of Lot's cattle, and the Canaanite and the Perizzite dwelt then in the land. Okay, I want you to pay attention to this. When they come into the land, there's this strife that takes place between Abraham's seed, or God's people, and the people that are also dwelling in this land. So, was wir sehen können, ist, dass wenn sie jetzt hier ins Land kommen, dann gibt es diesen Streit zwischen Abraham, Leuten, also Gottes Volk, und denjenigen, die im Land wohnen. Okay, now go to Genesis chapter 20, Jetzt gehen wir zu 1. Mose Kapitel 20. verse 1. The strife was here between Abraham and Lot. Right? Sorry? In verse 7 was the strife between Abraham and Lot. That's much. Yes, but I think that's something different. It's going on about two classes now in one, but I don't want to get into that. So, in verse 1, 1. Mose 20, Vers 1. it says, and Abraham journeyed from thence toward the south country, and dwelt between Kadesh and Shur, and sojourned in Gerar. So, where's Abraham going? Wohin geht Abraham? Right, he's going towards the south. Er Right? geht nach Süden. Same illustration as what we saw before. Selbe Darstellung, was wir vorher gesehen haben. And Abram said of Sarah his wife, she is my sister. And Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah. Exactly the same scenario, right? Genau dasselbe Szenario, hier ist Vers 2. But God came to Abimelech in a dream by night and said to him, behold, thou art but a dead man, for the woman which thou hast taken, for she is a man's wife. But Abimelech had not come near her, and he said, Lord, wilt thou slay also a righteous nation?
Said he not unto me, She is my sister? And she herself said, He is my brother. In the integrity of my heart and innocency of my hands have I done this. And God said unto him in a dream, Yea, I know that thou didst this in the integrity of thy heart, for I also withheld thee from sinning against me, therefore suffered I thee not to touch her. Now therefore restore the man his wife, for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live. So, Bis Vers 7. it's a very similar story, right? Eine sehr ähnliche Geschichte wie mit Pharao. Okay, so the Lord is telling him, just like he told Pharaoh, let my people go, right? Der Herr sagt hier Abimelech, so wie er Pharao gesagt hat, lass mein Volk ziehen. Okay, so the fact that you can link these two stories together as he goes south, and as he comes before this king, he says, she's my sister, right? So you can bring these two stories together. Also man kann diese zwei Geschichten zusammenbringen. Letztendlich, er geht auch nach Süden hier und er sagt wieder, es ist meine Schwester und es ist letztendlich dasselbe Szenario. Okay, and then you have this message being given to the king to let my people go, just like was given to Pharaoh. Und Right? dann haben wir diese Botschaft, lasst mein Volk ziehen, genauso wie es an Pharao ergangen ist. And what does he say about Abraham? Und was sagt Gott hier über Abraham? He's a prophet. Er ist ein Prophet. What about Moses? Was war mit Mose? Moses was a prophet, Mose right? war auch ein Prophet. So it's specifically marking this point, right? When you come out of Egypt with great substance, here is marking the prophet right there, right? Okay, diesen Punkt, wenn du aus Ägypten rauskommst mit großer Habe, dann bist du dieser Prophet. And what does it say that Abraham will do? Und was sagt es hier? Was würde Abraham tun? Pray for me. He shall pray for thee and thou shalt live. So he's going to become an intercessor, Vers right? 7 steht dann, er wird für dich beten und du wirst leben. Er wird ein Fürsprecher werden. Right? It's like the end of Job. What does Job receive? So wie am Ende der Geschichte von Hiob. Was erhält Hiob? He gets this double measure, right? Er kriegt das doppelte Maß. But what does he then do? Und was tut er dann? He prays for his enemies, Er right? fängt an, für seine Feinde zu beten. Exactly the same scenario, right? Genau dasselbe Szenario. It says, And if thou restore her not, know that thou shalt surely die, thou and all that are thine. Therefore Abimelech rose early in the morning and called all his servants and told all these things in their ears, and the men were sore afraid. Okay, this is Deuteronomy 2:25. Vers 8. Das ist 2. Mose Kapitel, Entschuldigung, 5. Mose Kapitel 2, Vers 25. Yeah, 25. Because it says that the Lord from this day forth I will put the fear of thee and the dread of thee upon all the nations. Und da steht geschrieben, von nun an werde ich die Furcht und das Zittern auf die Nation legen. Okay. And that point is marked when they cross out of the desert into the promised land, right? Und das war der Punkt, wo sie aus der Wüste in das verheißene Land überquert haben. Okay. So, verse 9. Vers 9. Then Abimelech called Abraham and said unto him, What hast thou done unto us? And what have I offended thee, that thou hast brought on me and on my kingdom a great sin? Thou hast done deeds unto me that ought not to be done. And Abimelech said unto Abram, What sawest thou that thou hast done this thing? And Abram said, Because I thought surely the fear of God is not in this place, that they will slay me for my wife's sake. So he was Das ist Vers 11. fearful of dying, right? Aber- Same scenario. Ebenso hatte er Angst gehabt zu sterben, dasselbe Szenario wie bei Pharao. And yet indeed she is my sister, and she is the daughter of my father, but not the daughter of my mother, and she became my wife. And it came to pass, when God caused me to wander from my father's house, that I said unto her, This is thy kindness which thou shalt show unto me at every place whither we shall come. Say of me, He is my brother. And Abimelech took sheep and oxen and men servant and women servant, and gave them unto Abram, and restored him his wife, Sarah his wife. And Abimelech said, Behold, my land is before thee, dwell where it pleaseth thee. So you can see Das ist Vers it's 15. the same. When he comes out like Pharaoh, they receive these reparations, right? Genau dasselbe. Wenn er wie bei Pharao dann aus dem Land rauskommt, erhält er auch hier diese Reparaturzahlungen.
And verse 17. Vers 17. So Abraham prayed unto God, and God healed Abimelech. Right? So you see this relationship between God's people and the nations. Also Sie können hier diese Beziehung zwischen Gottes Volk und den Nationen erkennen. Okay, so sorry? I just thought about this verse where it says, and I will heal the land. Right. So when you come out of Egypt, the plagues, right? You come into the land, right? Also wenn du hier dann aus Ägypten rauskommst nach den Plagen, dann kommst du auch ins Land. Okay, so when you go to Genesis 21, Wenn wir jetzt zu 1. Mose 21 kommen, the very next thing you see here in verse 1, das nächste, was wir sehen werden in Vers 1, it says, And the Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did unto Sarah as he had spoken. So what's he fulfilling now? was erfüllt er jetzt hier? He's fulfilling the promise, Er right? erfüllt die Verheißung der Geburt. For Sarah conceived and bare Abraham his son in his old age at the set time of which God had spoken unto him. Right? So as soon as he comes out of that land there and comes out of in this case it was the land of the Philistines, he comes into the land, the Lord fulfills the promise. He has the land and the birth. Also sobald er hier aus der Gefangenschaft rauskommt, hier, das war ja in der Geschichte jetzt von den Philistern, dann erfüllt der Herr letztendlich die Verheißung von dem Land und der Geburt. Okay, verse 3. Vers 3. And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac. And Abraham circumcised his son Isaac, being 8 days old. So, what's taking place now? Bis Vers 4, was findet jetzt hier statt? Okay, so Schneidung. okay, so here the death decree, right? You come out, right? And you have the baptism, right? Also hier ist das Todesdekret, du kommst dann hier heraus und hier erhältst du dann die Taufe. Okay. Schneidung. Was auch hier ist. Okay, so you're just seeing these fractals at different levels, right? Wir können diese Fraktale auf diesen verschiedenen Ebenen sehen. I don't know how to fully understand this, but in one level you're seeing it as the two times of trouble, Babylon and Egypt, right? Also, einmal können wir es auf diesen zwei Zeiten der Trübsal sehen, Babylon und Ägypten. Another level, you're seeing it that he's in the land here and you come to the midnight cry where you come face to face with death. Auf der anderen Ebene sehen wir hier erst im Land und dann kommt er hier zum Mitternachtsruf, wo er mit dem Tod ins Angesicht kommt. Which is also this little time here. Was auch hier diese kleine Zeit hier ist. When you come into the land, you receive the land and the birth, right? Wenn du dann hier ins Land kommst, dann erhältst du das Land und die Geburt. So it's shown us this, when you take these stories, it's shown us that at both levels, the bigger fractal and the smaller fractal. Deswegen, wenn du die Geschichte nimmst, dann zeigt uns das auf beiden Ebenen, auf dem größeren Fraktal und dem kleineren Fraktal. Okay, now go to verse 22. Jetzt gehen wir zu Vers 22. And now, when Abraham came out of Egypt, right, and he went into the land, we marked this point that there was strife in the land between the people in the land and also Abraham, right? Also als Abraham aus Ägypten kam, gab es diesen Streit zwischen Abraham und den Leuten des Landes. Verse 22, it says, And it came to pass at that time that Abimelech and Phicol, the chief captain of his host, spake unto Abram, saying, God is with thee in all that thou doest. Now therefore swear unto me here by God that thou wilt not deal falsely with me, nor with my son, nor with my son's son, but according to the kindness that I have done unto thee, thou shalt do unto me, and to the land wherein thou hast sojourned. And Abram said, I will swear. And Abraham reproved Abimelech because of a well of water which Abimelech's servants had violently taken away. So what had happened? Bis Vers 25, was ist passiert?
What had just taken place? Was ist gerade passiert? Vers 25. I just read it there. What had Abimelech's servants done? Was haben die Knechte von Abimelech getan? Taking away the well. Right, so there was strife between them, right? Also sie haben Over this well. einen Brunnen weggenommen. Es gab also einen Streit zwischen ihnen wegen diesem Brunnen. It says, and Abimelech said, I wot not who hath done this thing, neither didst thou tell me, neither yet heard I of it, but today. And Abraham took sheep and oxen and gave them unto Abimelech, and both of them made a covenant. So Bis What- Vers 27. what we see here is when they come into the land, there's a covenant being made between Abimelech and Abraham. Was wir sehen können, ist, wenn sie hier ins Land kommen, findet ein Bund zwischen Abimelech und Abraham statt. Okay, so Da wird er geschlossen. what would that be? Was wäre das? Okay, we're running out of time, so but go to Ezekiel 37. Gehen wir zu Hesekiel 37. Dürfen uns das Fenster für 2 Minuten aufmachen? Danke. Hesekiel 37, Verse 12. Vers 12. It says, Therefore prophesy and say unto them, Thus saith the Lord God, Behold, O my people, I will open your graves and cause you to come up out of your graves and bring you into the land of Israel. So when you come out of your grave, what is it a symbol of? Also wenn du aus deinem Grab rauskommst, wofür steht das symbolisch? Right, so when you go into the land, right? Dann gehst du ins Land. Right? Richtig? So Das ist, was ihr sagt. let's read what happens, right? Lass uns jetzt schauen, was passiert. And ye shall know that I am the Lord when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves, and shall put my spirit in you, and ye shall live, and I shall place you in your own land. Then shall ye know that I am the Lord. I, the Lord, have spoken it and performed it, saith the Lord. The word of the Lord came unto me, saying, Moreover, thou son of man, take thee one stick, and write upon it for Judah, and for the children of Israel his companions. Then take another stick, and write upon it for Joseph, the stick of Ephraim, and all of the house of Israel his companions. And join them one to another unto one stick, and they shall become one in thine hand. Jetzt Vers 17. What do we see? Was sehen wir hier? Joining up to two sticks. The joining of the two sticks, right? Das Verbinden der 2 Stäbe. Now, there's other places in the Bible when the God's people went in to the promised land, what did the Lord tell them not to do? Es gibt andere Stellen in der Bibel, wo Gottes Volk in das verheißene Land gekommen ist und was hat Gott ihnen geboten, nicht zu tun? To make a covenant. You're not to make a covenant with the heathen, Du sollst right? keinen Bund mit den Heiden schließen. Right? And there was this one group that tricked them, right? Da gab es aber diese eine Gruppe, die Gibeoniter, die sie sozusagen ausgetrickst haben. Okay, they became their servants for eternity because of that point, right? Und die wurden ja dann letztendlich ihre Knechte. But here, Abraham's making a covenant with Abimelech and Phicol. Hier in der Geschichte von 1. Mose, da tritt ja Abraham mit Abimelech hier in den Bund ein. So God can't contradict himself, right? Gott kann sich ja nicht widersprechen, richtig? So it's showing you that there's a difference between the joining of the two sticks and making a covenant with the heathen, right? Deswegen es zeigt uns klar, dass es also einen Unterschied geben muss zwischen dem Verbinden der beiden Stäbe und sich mit den Heiden zu vermischen. What I'm saying is that this covenant right here is the joining of the two sticks, but when Lord says don't make a covenant with them, you're to discern between those that want to join themselves to God's people and those that don't, right? Also letztendlich, was ich sagen möchte, der Bund, den Abraham schließt, ist hier dieses Verbinden der beiden Stäbe. Aber wenn der Herr gebietet, mach keinen Bund mit ihnen, dann muss er halt unterscheiden können zwischen denjenigen, die sich wirklich Gottes Volk anschließen wollen und denjenigen, die das nicht wollen. Right, for instance, the story where Jacob, I'm trying to remember now. Yeah, Jacob's sons.
Zum Beispiel die Geschichte von Jakobs Söhnen. There was, I can't remember the name of the guy, but he takes Dinah. Is it Dinah, the sister? Da gibt es ja dann die Geschichte mit Sechem, dass da dieser eine Mann dort die Schwester Dina nimmt. Right, and he lays with her, and the brethren come from the fields and find out, right? Und er liegt mit ihr und die Brüder kommen vom Feld zurück und sie finden das heraus. He wanted to marry her, but they said no. Und er wollte ja Dina heiraten, aber sie sagen nein. But there was a way that it could happen, and what was that way? Oder gab es sozusagen einen Weg, wo das passieren könnte, und was war dieser Weg? That they circumcised themselves, Dass sie right? sich alle hätten schneiden lassen müssen. So what does that mean? Was bedeutet das? They're becoming two. Yeah, if they become one with them, right? Dass sie auch sozusagen Juden werden, dass sie eins werden mit ihm. Okay, but his brethren took offense to that and murdered them, but the Bible says that they were more righteous than them, right? Aber die Brüder, die haben ja Anstoß an der ganzen Sache genommen und sie dann alle getötet. Und die Bibel sagt letztendlich, dass diese Heiden mehr gerechter waren als die Söhne Jakobs. So you can see here that when you bring these stories together, that them making a covenant with them here is something righteous, right? It's these two sticks Also, joining together. wenn wir das alles zusammenbringen, dann wissen wir, dass dieser Bund, den Abraham hier schließt, etwas Gerechtes darstellt. Das stellt dieses Verbinden der zwei Städte dar. Okay, last point, and then we'll just close Letzter it. Punkt und dann werden wir abschließen. In verse 28, Back in Genesis. yes, Genesis 21. Also 1. Mose 21, Vers 28. 28, Vers 28. 1. Mose 21, Vers 28. It says, and Abraham set 7 ewe lambs of the flock by themselves. And Abimelech said unto Abram, what mean these 7 ewe lambs which thou hast set by themselves? And he said, for these 7 ewe lambs shalt thou take of my hand, that they may be a witness unto me that I have digged this well. So what are Das these Vers 7 30. ewe lambs a symbol of? Was sind diese 7 jungen Lämmer symbolisch gesehen? Weibliche Lämmer. Weiblich? That's what it says, but what are they a symbol of? Was stellen sie symbolisch dar? The what's that? God, some ways is 7 years of planting. There might be a parallel to that, but that's okay. Das ist wie 7 Jahre der Fülle, das macht eine Parallele Okay, dazu so sein. who's the Aber cloud of witnesses? was hier ist wie die Wolken der Zeugen. Wer sind die Wolken der Zeugen? The what, sorry? Okay, the anointed ones, Das sind right? die Engel, das sind die Gesalbten. And in the story of Esther, right? In der Geschichte von Esther, Because all these stories are the same, right? in all diese Geschichten sind dasselbe, richtig? And in the story of Esther, chapter 1, In der Geschichte von Esther, Kapitel 1, because the anointed ones, these 24 elders, what does it say about them in Revelation 4 and 5? die Gesalbten und diese 24 Ältesten, was sagt es über sie? In Offenbarung 4 und 5. Okay, say that again, Scott. Redeemed from all nations. Yeah, they've been slain, and they were they became kings and priests. Sie Right? sind erlöst worden von allen Nationen und sind zu Königen und Priestern gemacht. Who got slain? Und wer ist erschlagen worden? The Lamb, right? Das Lamm. So, in the book of Esther here, right? It Im says, Buch Esther sagt es. just go to verse 10. In Vers 10. It says, on the 7th day, when the heart of the king was merry with wine, he commanded Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, Abagtha, Zethar, and Carcass, the 7 chamberlains that served in the presence of Ahasuerus the king. How many is there? Wie viele sind da? 7, right? 7. They're serving before the king, right? Und sie dienen vor dem König. You've also got these 7 angels that are given the 7 last plagues, right? Wir haben auch die 7 Engel, die die 7 letzten Plagen ausgießen. And one of those angels comes to tell John
show him the revelation, right? Einer von diesen Engeln kommt zu Johannes und zeigt ihm die Offenbarung. And who is it that gives the revelation? Und wer ist es, der die Offenbarung gibt? Right, Gabriel, Das ist the, Gabriel, the anointed ones. der right? Gesalbte. So you can Oder see die that Gesalbten. this what's taking place here is or something righteous, right? These 7 ewe lambs are a symbol of these witnesses that have been slain and are now witnessing this covenant between Abraham and Also wir his können people. sehen, dass es hier etwas Gerechtes darstellt. Diese 7 weiblichen Lämmer sind diese Zeugen und sie bezeugen jetzt letztendlich, was dort passiert ist zwischen Abraham und Abimelech. Okay, now there's much more we could say about this. I want to really look at these wells. That's where I wanted to go. Also da gibt es noch vieles, was wir darüber sagen könnten. Ich möchte mir vor allem diese Brunnen anschauen. Das ist, wo ich hinkommen möchte. Okay, because this well, I'll cover more of it. This well has got something to do with the 2520. Denn dieser Brunnen, das werden wir dann noch sehen, hat etwas mit der 2520 zu tun. Okay, but we all see the relevance of seeing what these stories are laying out, right? Da können wir alle die Relevanz sehen, was diese Geschichten darlegen. Because this is the very experience that we are to have right now at this time, right? Denn das ist diese Erfahrung, die wir auch jetzt in dieser Zeit haben sollten. Okay, so we have been right here. We've been called out of Babylon, right? Genau, hier werden wir auch aus Babylon rausgerufen. So we know that in order to come out of Babylon, you need to have the breath enter into you, right? Und wir wissen, dass um aus Babylon rauszukommen, müssen wir diesen Odem erhalten, der in uns kehren muss. Because the only thing that's going to bring us into this land is that breath. Das Einzige, was uns in dieses Land hier bringen wird, ist dieser Odem. And when that breath comes into you, the Gentiles are going to come, right? And you're going to make this, Und you're going wenn to bring dieser these 2 sticks together, Odem in dich kommt, dann werden die Heiden auch kommen und dann können diese 2 Stäbe zusammengebracht werden. right? So it's another witness that you've got to tarry in Jerusalem until you receive the power, right? Das ist ein zweiter Zeuge, dass du in Jerusalem warten musst, bis du die Kraft aus der Höhe bekommst. Amen? Richtig? Amen. Okay, let's close. Dann lass uns abschließen. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, thank you for these illustrations we went through. danke für diese Darstellung, durch die wir hindurchgehen konnten. Please help us to understand what you are showing us Bitte hilf uns zu verstehen, was du uns zeigen möchtest and what it is meant to show us for this time in which we are in. und was es auch für uns Zeit jetzt hier bedeutet. Let us see the way we have to go, Lass uns den Weg sehen, den wir gehen sollen, so we are following your footsteps and nothing else. so dass wir deinen Fußstapfen folgen und nichts anderem. Please open our eyes to see the truth. Bitte öffne unsere Augen, um die Wahrheit zu erkennen. Please help us out of our bad condition. Und bitte hilf uns aus unserem üblen Zustand herauszukommen. Please lead us now through the day, whatever comes our way. Please let us do it with you Und in bitte our mind and führe uns jetzt und was immer kommt, dass wir das mit dir zusammentun, dass du in unserem Verstand bist, that you may be the light for our feet. dass du das Licht für unsere Füße sein kannst. And thank you in Jesus' name. Amen. Ich danke dir in Jesu Namen. Amen.